Hey, hallo, da sind wir wieder. Längere Pause, das lag auch ein bisschen an einer Krankheit, aber heute, today's the day. Wir werden heute den Madeira aus dem Fass nehmen, im Fassprojekt 2026, ein ganz zentraler Augenblick, und dann den Whisky, den Glengarry, einfüllen. Ihr wisst, geplant waren 4 Wochen, geworden sind es 140 Tage, ist der Madeira im Fass, und das genau macht ja so ein Projekt auch aus, dass man im Vorhinein vielleicht gar nicht genau weiß, was passiert. Wie gesagt, wir öffnen jetzt das Fass, lassen den Madeira ab, gucken vielleicht nochmal, wie er sich entwickelt hat. Upsala. Und dann geht es weiter im Projekt. So, ihr seht, der Madeira ist abgelassen aus dem Fass, hat eine sehr, sehr dunkle Farbe. Im Glas hingegen ist es nicht ganz so heftig. Mal als Vergleich, nochmal nach 140 Tagen, Original Madeira, Madeira aus dem Fass. Wir sehen schon, farblich ist es weiterhin so, der Madeira aus dem Fass ist heller als der Ursprungs-Madeira. Die letzte Probe des Madeiras, denn er hat seine Aufgabe jetzt erfüllt. Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht, insofern wollen wir das jetzt nicht zu stark ausdehnen, aber ist immer noch recht lecker, hat aber schon ordentlich Holznoten, und die Würzigkeit des Holzes ist deutlich spürbar. Das ist deutlich anders als der Original Madeira. Und nun werden wir den Whisky einfüllen. Was ich mit dem Madeira mache, ist noch nicht richtig klar. Ich glaube nicht, dass er so holzdominiert ist, dass ich ihn einfach wegkippen muss. Man könnte ihn für Soßen oder ähnliches sicherlich benutzen. Also der kommt in ein Behältnis und dann wird der weiterverwendet. Jetzt ist das Fass das erste Mal seit 2. Januar dieses Jahres 2026 ohne Madeira. Aber es ist auch nicht leer. Das bedeutet nicht, dass noch Flüssigkeit enthalten ist, aber in dem Holz des Fasses steckt genau das, worum es die ganze Zeit ging. Die Vorbelegung hatte den Sinn, Madeira ins Holz einziehen zu lassen, die Aromen des Madeira in das Holz zu bringen, das Fass zu impfen und natürlich auch eine Reaktion von Madeira und Holz zu bewirken. Es ging also nicht nur einfach um eine Füllung, sondern darum, das Holz vorzubereiten für den Whisky und dann ein schönes Finish hinzubekommen, ohne den Whisky zu erschlagen. So, das Setting kurz gewechselt. Madeira weg, Whisky da. Den Glengarry hatte ich ja vorgestellt, und nochmal die Eckwerte. Eine Einzelfassabfüllung von Malts of Scotland, eines deutschen Abfüllers, 12 Jahre alt, Fassstärke, reine Bourbon Barrel Belegung, und das sind alles Aspekte, die ich bewusst gewählt habe, damit der Whisky genug Substanz hat, um das Madeira Finish auszuhalten und nicht zu schnell, zu stark erschlagen wird davon. Und jetzt werden wir den Whisky in das Fass füllen. Von dieser Flasche fehlt schon ein bisschen, weil ich ja auch schon gekostet hatte und eine kleine Verkostung gemacht habe. Aber nun machen wir hier mal den Whisky rein. So, erste Flasche ist drin. Und dann geht es mit den anderen beiden Flaschen, die noch komplett geschlossen sind, weiter. Der Whisky ist im Fass. Wir haben natürlich noch ein bisschen übrig, was auch ganz gut ist, um natürlich gegenproben zu können. Das Fass wird nun wieder verschlossen. Vorbelegung ist vorbei und jetzt beginnt das Finish. Was passiert beim Finish?
Der Whisky hat natürlich einen sehr viel höheren Alkoholgehalt als der Madeira. Der Madeira hat noch nicht mal 20%, der Whisky 56%. Das heißt, die Reaktion mit dem Holz wird sehr viel schneller erfolgen. Der Austausch, der Alkohol, der höhere Alkoholgehalt des Whiskys wird viel stärker mit dem Holz interagieren. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich nicht wieder 140 Tage warten können und müssen, damit hier etwas passiert. Ich werde jetzt schon recht schnell, spätestens nach 10 Tagen, probieren, was passiert ist mit dem Whisky. Und für mich war ja die ganze Zeit wichtig, dass ich einen Finish haben will, das den Whisky interessanter macht, aber ihn nicht erschlägt, dass wir den Brennereicharakter von Glengarry, den ich ausführlich beschrieben habe, der recht stark und charaktervoll ist, auch erhalten und erkennbar bleibt. Und ja, ich will nicht überfinishen oder tot finishen, wie man das so gerne sagt. Das sind also die nächsten Schritte. Sehr viel öfter kontrollieren und dann hoffentlich ein schönes Finish, ein schönes Madeira-Finish bekommen für den Glengarry. Der nächste Teil wird also in diese Richtung gehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dran bleibt und vor allen Dingen vielleicht habt ihr selbst Ideen oder Meinungen, wie lange das Ganze nun dauern wird. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr meint, wie lange der Whisky nun hier in diesem 2-Liter-Fass verbleiben muss, damit wir ein gutes Finish bekommen. Was vielleicht zu viel wäre, würde mich total freuen. Und wir bleiben dran, gucken weiter, was passiert. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis dann. Tschüss.